Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Montag, der 18. Juli, 16:50 Uhr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche und ihr seid bereit für neue Abenteuer aus Reverschol. Jo, in der letzten Folge haben wir endlich Zutritt zu der geschlossenen Tür bekommen, haben uns mit dem Majorhead diskutiert und er hat uns endlich Zugang gewährt. So, wir haben uns hier jetzt umgeguckt und wir werden jetzt nach oben. Oh, da ist noch was. Oder habe ich schon geguckt? Gleich mit dem. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." 10 Cent. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. Du lässt dein motorisches Gedächtnis seine zukünftige Nummer wählen. Ja, vielleicht schaffen wir das, ja. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Reverschol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Okay. Calling. Wer ist denn da? Calling. Still calling. Then. Video Reverschol, 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lummy. How may I help you? What? The voice of a youngster on the other end sounds as enthusiastic as that of a man walking towards the gallows. Wo bin ich da gelandet? Video Reverschol is a 24-hour video rental. We rent 8 and 10mm film for home use. This is Lummy. Nein, das wollte ich nie wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Kennen Sie mich? Warum habe ich Sie angerufen? Ja. Nein, das wollte ich nicht wissen. Mich interessiert, welche Bedeutung Ihr Laden für mich hat. Sir, I don't know. It's a video rental. Maybe you rent videos here. Kennen Sie mich? No. Warum habe ich Sie angerufen? Maybe you called to extend your rental period? Do you need to extend your rental period? Vielleicht, aber ich weiß nicht einmal meinen Namen. If you need any further assistance, you can visit us on the corner of Voyager and Main. I can't help you over the phone. Are we done? Ja. The call is terminated by the other party. You're left with the discomforting sound of the disconnect tone. Was ein Arsch. So, genau, jetzt gehen wir nach oben und da wird dann wahrscheinlich der Everett auf uns warten. Bin ich mal gespannt. Was war das? Yay, ich bin im Hafen. Meine Jacke. Ey, ruckel nicht. The tarpaulin cloak is still hanging on the railing. The white rectangle of the Reverschol Citizens Militia is clearly visible on its back. Ich nehme den Mantel. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. Okay. Kleidung. Kopfgeist, schau da. So. Nice. Sehr, sehr gut. So, wo sind wir jetzt? Sammelt Regenwasser. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Jetzt mal gucken. Hier
Nein, 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 halt. Überall um dich herum stehen große Maschinen still. Super. So bin ich hier wieder runter. Die Abdeckplane ist mit weißen Kiefern bedrückt. Beinahe wie ein verschneiter Wald. Ja, dann gehe ich erstmal da lang, würde ich sagen. So, schick, ich hab meinen Mantel wieder. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier hin muss. So, was haben wir denn hier? Stehen. Zahlreiche leere Flaschen Commodore Red und Potent Pilsner. Wurden mindestens 3 Schachteln Zigaretten vernichtet. Okay. This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Ah, no. Okay. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Ja, bitte René, also ich schaue mich mal um. Ich durchsuche die Kabine. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Nehmen das Bild. It's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. Why did you take that picture of René? Werde ihn danach fragen. You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't take up a whole lot of time. Setz mich hin und ruhe mich aus. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Ich atme tief ein. Stale air floods through your nostrils. Not a single mote of dust floats inside your lungs, though. The inside of the booth is immaculate. Entschuldigung, warum ist es denn hier alles dunkel? Suche nach einem kleinen Helferchen. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Ich lese die Nebenwirkung. Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction, critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Don't think about that. Quick, think about something else. Ich bin Polizist, ich muss mich um Polizeiangelegenheiten kümmern, Mordfälle aufklären, Menschen helfen. Kind zählt auf mich. Disco-Kugeln, Arschgeile, Tanzmoves, Boogie-Beats. Hoffentlich ist René jetzt nicht am Arsch, weil ich seine Schmetzerblätter gekrallt habe. Ich ja noch nicht. Das ist das Problem. Für mich klingt das alles ziemlich normal. Ich habe Angst, dass mich im Diesseits nie wieder jemand in den Arm nehmen oder lieben wird. Ja. The enormity of the case before you dwarfs the list of side effects. You can't even see the side effects anymore. They're nothing to you. Kim, stört es Sie, wenn ich ein paar Medikamente einstecke? I'm not here to tell you what to do, detective. Nehmen die Schmetzerblätter. You take the painkillers. They are yours now. Okay, ich stehe auf. Aha. You stand and exit the booth. Okay. So, hier geht's also nicht weiter, nein. Hier ist alles zu.
hier mal gucken. So, da kann ich runter. Halt. Was ist das? A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Marsch and Arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. Marsch. On. Arrête. Off. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. What happening? Ah. Bumm. Kaputt. So. And, with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Sein Zweck? Meinst du damit? Moving this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted. And now it will rest. Okay. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Okay. Mach jetzt mal Ende. Plattform siehst du ein ausgeglichenes Firmenlogo. Falls und. Okay. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. Lieutenant, ich glaube, dieser Container hier ist irgendwie besonders. You do? Because I don't. Was? Warum nicht? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Er hing an dem Kran. Ich weiß es nicht, Kim. Er fühlt sich nur irgendwie besonders an. Ich inspiziere den Computer. Vielleicht ist da Schmugglerware drin. Im Recht. Wahrscheinlich ist er nicht wichtig. Er hing an dem Kran. You just picked one out because you wanted to interact with a cargo container. Nein. We are not here to interact with containers. We are here to get the body down from the tree. Klopfe an die Tür. No reply. The knock produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. Ich öffne die Tür. You attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Na gut, hier gibt es erstmal nichts zu tun. Ja, und ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier überhaupt... Nee, warte. Geht es da weiter, ja? Boah, ey, wo bin ich denn hier? Wow, halt. Im Hafengelände ist es im Still. Es ist jetzt im Still, die großen Maschinen schlafen. Okay. Boah, ey, wo bin ich denn hier? Da liegt was. Halt! Ein Real und 10. Der Lautsprecherturm schweigt und im Hafen gibt es keine Arbeit zu organisieren. Okay. Ich hab keine Ahnung. Halt. Wir gucken erst hier, was es hier gibt. Was es hier noch zu gucken gibt. Thermo.
Thermoskahn in Industriegröße. Es riecht nach Röstkaffee. Okay. Nochmal ein Real, 1 Euro. 1 Euro, 1 Real und 10 Cent. Was ist hier los? Aus der Kluft vor dir steigt der starke Geruch von Öl und Rost empor. Riecht wie Blut. Okay, okay. Gegenstände. Werkzeug. Fallhandschuh Ultra. 1 Zwielicht. Das nehmen. Okay. Zack. Die bringen 1 Zwielicht. Was habe ich hier? 1 plus 1 Elektrochemie. Haha. Haha. Was ist hier los? Was ist hier los? Hey. Moment. Ja, ich gehe da gleich. Ich kann hier eh nicht weiter. Ich will mal gucken, was hier los ist noch. Unter dem Gewicht von Regen und Schnee hängt das Banner schlaff nach unten. Weiße Wellen auf rotem Grund. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. The lyrics to this container song are being made up as he goes along. Huh. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund on Muindi. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Hallo. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Sein freundliches Gesicht verdunkelt sich. Warum sind Leute wie Sie so auf Streikbrecher fixiert? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Es scheint, von dir keine Antwort zu erwarten. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Sind aus Ubi, oder? Oh yes, born and raised in Arish, mister. Mum had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then, too old to lose my accent then. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Okay. Thank you for clarifying that, sir. Was machen Sie mit den Containern? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am. Yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Er deutet auf den Container, die sich hinter ihm auftürmen. Was ist hier los? Du betrachtest die Berge an Containern, die sich hinter ihm auftürmen. The containers in the yard are green in Wild Pine's livery, and the mountains rising behind Leo is all red in Union colors. It's like some red infection was spreading outwards from the container yard's core. There appear to be cisterns underneath the Union container covers. Das sieht nach einer umfassenden Umdekorierungsaktion aus, Kim. Leo hat Ihnen jemand gesagt, warum Sie den Plan auswechseln müssen? Was ist denn unter diese roten Planen? Yes, they are hiding it from the inside. All the red containers have the Debarders Union logo on them. Leo, hat Ihnen jemand gesagt, warum Sie die Pläne auswechseln müssen? No, not really.
Mr. Everett doesn't tell me all the big things. Says I go and tell them to everyone. Was ist denn unter diesem roten Plan? Oh, I don't know, mister. They say it's some chemicals. Most of them have labels on them, I think. Danke, Leo. Sie waren eine große Hilfe. Ich schließe das Thema ab. Oh, no trouble at all, mister. No trouble at all. Wo sind denn alle? Im Hafen ist niemand zu sehen. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Er lehnt sich zurück und schenkt ihr einen vertraulichen Blick. We're on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. Na super. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Er überlegt einen Moment. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Was haben sich Titus und seine Freunde denn für Ärger eingehandelt? Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Er lächelt und beugt sich vor. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Aber was haben sie denn getan? I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Vernünftig. Easy, Leo. Let's keep this on the hearties. Er sieht dich hilfesuchend an. Look at him. It's not going to be anything useful anyway. Don't fight it. Better to go with the flow. Rauflustig? Leo, in was für einen Kampf waren Sie denn verwickelt? Haben Sie einen Söldner getötet? Too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. Was ist in dem Computer dort drüben? Container. Man zeigt's auf dem Container, der in den Kranausleger hängt. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Okay. Told you. Arbeiten Sie hier? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Der kleine Mann hebt seine Hand zu einem Willkommensgruß. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? Der Lieutenant sieht zu Leo auf. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. Okay. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Augenblick mal. Wer ist jetzt dieses Fräulein Beaufort, das Sie erwähnt hatten? Oh, Lizzie. She is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. Okay. He respects that word. That's obvious. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood. Knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. No. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Gut. Er seufzt und verstummt, während er dich mit seinen ach so blauen Augen sanftmütig anschaut. Law school?
Could she be talking about the union fixer, aka the gardener? Okay, das ist also die Problemlöserin der Gewerkschaft, die Gärtnerin. Looks like it. I'm not sure what a fixer is, but she is a real nice girl. Smart as a whip, too. Der kleine Mann schenkt mir ein entwaffnetes Lächeln. Telling the gardener you know her name might throw her off. Perhaps something to consider later. Sind Sie der Leo, der den Zettel geschrieben hat, dass mehr Banner benötigt werden? Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Was war das mit dem Borscht? Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Okay. Power borscht, huh? Never heard of a borscht that turns little guys into dogfighters. Alcohol, however. Was meinen Sie damit, dass Sie die Männer in die Suppe bringen? Hat die mit dem Streik zu tun? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Augenblick. Wer braut den denn? Den im Whirling? Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Anscheinend ist der Borscht mit etwas versetzt. Da werde ich mal nachhaken. Ich akzeptiere den Auftrag. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. He didn't actually understand what you meant, and now he's just nodding along. Ja, mir egal. Ich suche den Anführer der Hafenarbeitergewerkschaft. Oh, you want Mr. Everard then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Er hustet und fährt sofort fort. Guys like Mr. Everard and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everard and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Jetzt mal langsam, Leo. Ich will doch nur wissen, wo ich den Mann finden kann. Oh, Mr. Everard is where he always is. In his office, of course. Ja, zeigt auf die 2 miteinander verbundenen Container rechts von mir. Okay, ich gehe da mal wieder. Bye bye now. Bye bye. Nett. So, der besondere Borscht. Okay, frag René nach dem Foto. Okay. So. Kaffee in den riesigen Thermoskannen ist noch lauwarm. Eine Treppe aus Paletten führt nach oben. So. Ja. Da wir jetzt schon fast eine halbe Stunde haben, werde ich mal an dieser Stelle Schluss machen. Und ja. Und ja, wir sind ja schon gut weitergekommen jetzt. Was heißt weitergekommen? Haben nicht viel gemacht, aber zumindest sind wir jetzt im Hafen und wir können in der nächsten Folge dann mit Everard sprechen, der uns vielleicht Wichtiges zu erzählen hat. Jo, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nice. Und ja, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.